Okay, jetzt ist die Regierung auch noch mit irgendwie verwickelt. Neuer Hinweis. Franks Geburtstag, ja, das wissen wir schon. Wurde benutzt, um Unterwasseraktivitäten zu belauschen, der Spion. Wächst auf Feld, ja gut, das hatten wir schon. Okay, in der Garage ist... Ah, okay, also... Ich kann mir schon vorstellen, was wieder kommt. Aber wie gesagt, solange wir halt immer noch die Möglichkeit haben, dass wir uns ausruhen können, immer wieder neu aufladen können und nicht unbedingt darauf angewiesen zu sein, die Kämpfe unbedingt zu gewinnen. Was natürlich, ich will es schon hinkriegen. Sag ich mal so, einfach, dass wir nicht ständig dann vielleicht zurücklatschen müssen und schlafen. Aber, dass wir es vielleicht so machen können, dass wir dann halt da besser vorankommen. Ne? Und ja, stärkere Munition wäre besser. Ich schätze mal, es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht wirklich irgendwann einen Endkampf oder sowas haben. Oder zumindest ein... Warum ist die jetzt so? Oh! Okay, alles nur so eine Art Vorgeplänkel. Okay. Hätte ich halt jetzt so nicht, nicht erwartet, dass jetzt erst das Logo kommt. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sich die Kameraperspektiven dann ändern. Also dass wir da auch aus einem neuen Blickwinkel das sehen. Hat, glaube ich, jetzt aber nicht so eine Bedeutung. Ich meine, mir ist schon aufgefallen, dass immer wieder ganz kurz die Einspieler kamen mit den Mitwirkenden und sowas, ne? Aber das... Naja, gut, bei mir sind es jetzt fast 2 Stunden. Lag aber auch daran, dass ich am Anfang mit den Einstellungen ganz schön viel rumfummeln musste, sage ich mal so. Warte. Scheiße. Ich hatte es gerade... Wir müssen noch mal ganz kurz zurück. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück. Einfach aus dem einfachen Grund, ich glaube, wir brauchen da hinten nichts mehr. Ich sollte den dämlichen Verteiler mitnehmen. Ne? Tut mir leid, dass ich jetzt noch mal eine extra Runde latschen muss. Aber das habe ich jetzt durch die... Ich schieb's einfach mal auf die andere Kameraansicht, die dann automatisch kam. Die hat mich verwirrt. Ne? Deswegen habe ich daran nicht mehr gedacht. Aber das Ding sollte ich doch mal mitnehmen, denn im anderen Stadtteil sollten wir doch jetzt Strom haben. Und da konnten wir dann auch Türen aufmachen. Das wird dann wieder eine Stelle sein, wo ich sage, okay, da werde ich einen Cut machen und dann ein bisschen rumprobieren. Nein. Nicht da durchgehen. Sondern bitte, bitte das Ding mitnehmen. Wichtig. Ne, ansonsten hätten wir zwischendurch nochmal herlatschen müssen. Warte mal, wir haben noch jetzt Strom hier. Stand er jetzt gerade nach Hause? Okay, ich meine, wenn wir schon mal... Ah, lol. Ah, lol. Okay, gut. Wir haben hier eine Abkürzung. Sehr schön. Dann war das doch ganz gut, dass ich da noch mal hingelatscht bin. Nee, zum Beispiel die Türe da drüben. Da werden wir, glaube ich, den Dings ja auch noch mal brauchen. Da werde ich aber auf jeden Fall... Okay, ist ein bisschen komisch, auch wenn ich, glaube ich, zu früh ausweiche. Und sie lädt automatisch dann gleich nochmal nach. Auch wenn ich zu früh ausweiche, erwischt er mich trotzdem nicht unbedingt. Aber... Now that the town's current is better, I can access the house's attic again. Ja. Obwohl da ja nichts Interessantes drin ist, ne? Ich meine ja nur. Und wir können auch oben hin. Ne? Das sollten wir auch nicht vergessen. Den Dachboden nochmal untersuchen. Also das Kampfsystem ist...
Ach man, was wollte ich gerade sagen? Das Kampfsystem ist jetzt nicht ultra spannend, aber ja, gehört halt ein bisschen dazu. Okay, es sieht halt wie ein Untergrundlabor aus. Wow, a projector. I thought I would forget its existence with my school years. What is it doing down here? Okay, vielleicht finden wir was für den Projektor. Hä? Ach so. Thema noch eine Zeitung, das juckt sie aber nicht weiter. Ich schätze mal, wir finden noch ein paar Dias oder so. What is that? I can't believe all this was under the house. What was he doing here? Wait, isn't it exactly the same gem I have attached on my bracelet? Where did he find it? He was apparently willing to ship it to be analyzed? Das muss ja von unserem Pier sein, ne? Okay, Keller erforschen, den Dachboden besuchen, optional. Oh, warte mal. Wir haben hier noch nicht unbedingt alles gefunden. Aber da steht halt optional. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, nämlich, wenn ich hier fertig bin und das Richtige finde, dass wir das vielleicht nicht mehr machen können. Deswegen gehe ich da jetzt gleich nochmal hoch. Hätte ich mal gleich gucken sollen. Aber wo war jetzt nochmal die Leiter zum Dachboden? War das eins drüber gewesen? Na doch, theoretisch muss das hier in dem Raum gewesen sein. Das war, glaube ich, beim Bad, ne? Ne, hier war mein Schlafzimmer. War das hier hinten? Da ist das Lokus. Ja, war hier gewesen. Ich glaube schon, dass wir hier, ja, wir können zwar Schrott und all sowas finden, das ist ganz toll, aber eher so Informationen zu unserem, ich schätze mal, das ist unser ehemaliger Partner. My lava lamp. I love it. Pierre probably hid it here, out of reach. Can't believe he'd think it's just a passing trend. Poor guy never understood anything about home decor. Ich weiß nicht, viele finden das, glaube ich, cringe, aber ich fand die immer cool. Ich habe mir zwar nie eine selber gekauft. This van is locked good. Warum sagt sie das immer wieder? This suit. I was in the attic with him when everybody disappeared. I remember wearing it, but we just had one. Benutzter Radiergummi. Besser nicht zu viele Fehler machen. Okay, was zum Geier? Also ich weiß, wir können uns Munition herstellen, aber was soll ich mit dem Radiergummi? Honey, I finally finished my restoration project for this arcade machine. And I've got a challenge for you. I know you love a good one, so try to beat my best score. You will win something I'm sure will bring back good memories. Okay, cool. Das finde ich schon wieder cool. Aber was müssen wir machen? Schienenwechsel, allgemeiner Halt, was? Hä? Wie Schienen wechseln? Wie, was? Was denn für ein Rekord? Bestscore 6500. Ich verstehe das Spiel nicht mal. Damn it. Ach so. Warte mal. Ach, na toll. Okay, ich habe 350 Punkte. Super.
Warte mal, wo kommt er denn da als nächstes raus, wenn der jetzt oben fährt? Das ist wieder falsch. Okay, der geht... Oh Gott. This game? Also den krieg ich rein. Das ist jetzt nicht das Problem. Okay, der nächste Zug ist rot. Der muss auch nach oben. Ach, da unten fällt ja noch ein Zug. Der müsste theoretischerweise... Ja, scheiße. Okay, gut. Mann. Ich bin gerade am Überlegen. Wir gehen nochmal runter. Okay, das ist... Ich hoffe, wir können da wieder hin. Problem ist halt bloß, ich kann den Speicherplatz nicht wechseln. Also ja, es stand optional. Und wir wissen, wir kriegen da was. Ich will halt wissen, was das für ein Preis ist. Na? Vielleicht eine bessere Waffe oder irgendwie sowas. Aber dafür müsste ich halt... Also das Prinzip von dem halt Dings habe ich schon verstanden. Aber wenn da mehrere Züge kommen... Ich brauche bloß eh mal klicken. Vielleicht... Die Züge lenken wird halt ein bisschen schwierig. Ich will jetzt hier aber erstmal weitermachen. Eventuell... würde ich das vielleicht so zwischen den Folgen machen? Also, dass ich... Weiß nicht, dass wir jetzt die Folge so gesehen fertig machen. Ich hoffe, ich komme da oben nochmal hin. Und, dass wir einfach dann damit in die neue Folge reinstarten, sage ich mal so. Dass ich dann vielleicht... weiß ich nicht. Oder ich das eher beende? Das wäre vielleicht so besser, dass ich das vielleicht dann am Ende von einer Folge reinschneide, dass man dann gleich sieht, aha, das gibt's. Und dann gehe ich dann halt speichern und gut ist. Wird vielleicht besser sein. Ne? Nicht vielleicht am Anfang der Folge, weil... Obwohl, wird das so wichtig sein, zu sehen, wie mein Highscore aussieht? Also, wie ich das gemacht habe? Weil es dauert ja schon ein Momentchen. Deshalb würde ich das vielleicht lieber aufs Ende fixieren. Okay, ja, ich habe den Knopf schon gesehen. Let's shed some light on this. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to borrow tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left a tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto 3 different boards, each including a guiding tape. The first one gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor, which was the reason our interest was piqued by Saint-Exil in the first place. The second board will give you more details on the local cult, whose believers call themselves the Devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. We are now definitely forced to recognize that the village of Saint-Exil is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last 2 weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. Apparently, some kind of technology has been jamming their signal. Is there some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Mysteriös. Passports? Money from different countries? This man was not your usual anybody. Oh. And there's also boat tickets to leave for Plymouth, England. He was planning on leaving. Just wasn't sure when. Zuerst zuhören. Der Spion. Okay, wir hören mal rein. If you're listening to this,
You are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. Hey, ich wollte gerade sagen, das hatten wir ja gerade eben schon. Previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. Okay, das geht trotzdem noch weiter. Aber ganz ehrlich, das hatten wir schon. Also, weil da jetzt ein Ausrufezeichen dabei ist. Ne? What is this folder? Your next objective. I'll study that during the night. A bit of reading always helps. Okay, Geschichte für die Nacht. Sehr schön. Heißt das, ich kann das auch wirklich erst in der Nacht? Okay, schlafen gehen und die Spionageunterlagen studieren. Höchste Punktzahl bei Züge der Wut erreichen. Ja, würde ich ganz gerne. Aber wir können uns ja erstmal nehmen. Ich kann nicht mal was nehmen. Ah. Oh lol. In 1977, an ultra-low frequency sound was picked up by scientists south of the Atlantic Ocean. But no one succeeded in identifying the structural composition of this acoustic phenomenon, and many theories were put forward. Spy submarine, human aeronautical activities on the surface, or even tests of explosives resonating through the abyss. The case remained closed for 2 years until a second sound was recorded 2,000 kilometers from Namibia. This time, the subject worried specialists. The position of the two recordings suggests the movement of something. In 1984, the sound was picked up again, several times around the Bermuda Triangle. Governments in many countries decided to classify all information about this issue as confidential, and the general public was kept away. While tracking other countries' progress, our secret services discovered in '86 that the French government was particularly interested in the matter, and that they put in motion a special program called Rorqual, a scientific project mainly dedicated to the understanding of unknown oceanic noises. We then decided in 1987, based on what we found in the village of Saint-Exil, and considering that this last signal was recorded off the coast of French Brittany, that it made perfect sense for me to start our investigation here. During my time, I discovered a platform for listening and monitoring seismic activities at the heart of the lighthouse. Only recently, and thanks to an information trading deal I made with the cult, I got myself recruited there as a maintenance agent. It allowed me to find that the lighthouse crew is, in fact, following the movement of an object which turns out to be a French military submarine. So was it only a submarine that we tracked from the beginning? But its movements are inconsistent. How did it produce this noise that we regularly pick up? I copied a lot of tapes and left them inside the hideout, but they're all still encrypted. I was hoping to get more information from it, but I spotted a car in front of the house tonight, and it's clearer than ever now that my time to leave has come. Ja, ist aber schön, anhand der Bilder noch erklärt. Ich dachte nämlich, dieser Zeitstrahl, dass ich da irgendwie raufklicken kann, wollte das nicht machen. Nein. Kann ich das? Ja, kann ich. Ja, dass ich damit irgendwie interagieren kann, wollte dann aber das nicht ausprobieren, nicht, dass das Tape dann irgendwie stoppt. Bevor wir... Okay, das war auch noch eine Karte. Und hier hinten, das war auch eine Karte. Hä? Warte, ich will bloß mal gucken, ob am Anfang... A submarine? In danger?
What was the lighthouse doing? Okay, ist komisch. Ich will mal gucken. Ich meine, ja, die Spielgeschwindigkeit haben wir schon. Das war aber jetzt bloß Zufall, dass ich das... Oh Gott. Ausmachen. Wow. War ein bisschen komisch. Okay, war auf jeden Fall von einem U-Boot, glaube ich irgendwie. Hatten wir das schon? Yeah, hoch mit 3-mal. Na toll. Okay, gucken wir uns die anderen Sachen mal an. Ich glaube, die würde ich mir noch angucken. Bevor wir schlafen. Also ich hoffe, das speichert er nochmal. Ansonsten muss ich nochmal rausgehen und da separat speichern. Weil ich das, glaube ich, doch gerne mit den Dings versuchen würde wollen. Ne? Mal gucken, ist hier noch ein Tape? Da ist noch ein Tape. In many areas, the life in Saint-Exil has deteriorated sharply in recent years. Local studies tend to show that nature has adopted an abnormal behavior. Some species started proliferating more than before, while others suffered the opposite effect. Some animals became aggressive towards humans, and some bird species completely migrated and left the region for good. We've also seen a lot of upheaval in the behavior of inhabitants of the village and their health. Ultimately, it led to many people leaving, which left only the ones who didn't have a choice. A real change is taking place, and no one seems to understand where it's coming from. Additionally, these extraordinary happenings have been rumored in the region, which isn't improving the situation. The village has become a place of attraction for people bathed in pseudosciences, esoteric and the occult, to say the least. They now see this place as a central home to their mythology. One movement eventually took over the others and established itself as the popular cult, the devoted. They managed to obtain this importance by being omnipresent in their protests. They vandalized sites in large areas surrounding the village, which made the local press very keen on showcasing them, and ultimately helped a great deal in converting more people to their cause. According to my research, it is governed by a certain Aurora K. I couldn't find a lot of information regarding her, but managed to steal some pictures by following her after a public meeting with the population. She built her movement on the belief in the existence of an abysmal entity which would sow its harmful influence over the region and towards the inhabitants of Saint-Exil. To calm this underwater entity, they tirelessly seek the culprits for this curse. They unearth and send ashore on deteriorating ships coffins containing the bodies of people who have always lived here. If the boat returns and runs aground on the coast, the person and their family are pardoned. I haven't seen it yet, but it looks like they've shifted into high gear by sending people who are still alive to sea. These are just rumors, and people who go missing may have simply decided to leave the area. They never communicated their plans with me regarding the future of their protest, and I'm not sure where they'll meet yet. My theory is that they'll probably regroup either near the White Manor or the local church. Wäre sinnvoll. Okay, da haben wir ein bisschen was über diesen komischen Kult. Was war das nochmal? Das war über Saint... Ach nee, über White Medusa, wo wir wahrscheinlich am ehesten hier sind, oder? Infiltrating the cell in the heart of the lighthouse made me realize that the French government is very concerned
about the development of the situation here in Saint-Exil. The development of the sect, as well as the growing anomalies observed in the population and nature, are monitored in a sustained manner. They came to realize that if they do not act, this situation will eventually draw the attention of the entire country to Saint-Exil. I had, in my hands, documents detailing an operation called White Medusa, the purpose of which was to methodically isolate and capture everybody in the village. Do they think that the people here are all sick or contaminated with something? Or do they mean to sweep this affair under the rug? They seem to foresee two possible scenarios for carrying out Operation White Medusa. As if by coincidence, there are incidentally two events which attract almost all the population in the same place. The village festival, which takes place during a whole weekend, or a fair organized by the village school. I was able to reconstruct on the map the assaults considered in each of these possible scenarios. A large number of troops will be deployed, and they can easily prevent anyone from escaping by blocking the main accesses and roads. They will proceed using heavy trucks and toxic gas to control and direct the crowd toward them. The inhabitants of Saint-Exil have a Damocles sword over their head, but they don't know of its existence, nor when it will fall. Okay, nice. Ich finde das übrigens schön. Also erstmal so die Erklärung, worum es hier überhaupt geht in der Stadt, warum die verlassen ist. Ne, worauf wir eventuell auf der Suche sind, aber das wird mit dem Stein, denke ich mal, zusammenhängen und mit den Geräuschen eher im Untergrund. Aber das finde ich halt schön untermalt mit den Bildern und dass das dann halt weiß aufploppt, worum es da ungefähr geht. Das finde ich ganz nice. So, warte mal, ich will noch höchste Punktzahl, schlafen gehen, Spionageunterlagen studieren. Ich würde bald sagen, wo ging es hier nochmal raus? Ich würde bald sagen, oh, warte mal. Ach, jetzt können wir den nicht mehr ankicken? Ich meine, der ist ja jetzt an. Oder wir können irgendwas finden, was wir dann drauflegen können. Dann würde ich nämlich mal sagen, dass ich vorsichtshalber speichern gehe. Okay, es speichert automatisch. Da muss ich das nicht mehr machen. Nee, dass ich, bevor ich schlafen gehe, dass ich mir die, wenn es geht, die Höchstpunktzahl da hole. Aber wie gesagt, das werde ich euch nicht in Gänze antun, weil das wird mit Sicherheit ein bisschen dauern. Und dass ich das vielleicht am Ende der Folge nochmal ranschneide, was man da kriegt. Ich werde dazu dann wahrscheinlich auch nichts sagen. Kann ich schon mal sagen. Und dass wir dann einfach, ja, dass die nächste Folge einfach damit startet, wo wir ins Bett gehen. Ne? Also, dass man trotzdem mal sieht, was man dafür kriegt. Das wäre ganz interessant. Deswegen stelle ich mich schon mal dahin und würde sagen, auch wenn jetzt noch nicht so viel Krasses passiert ist, die Geschichte interessiert mich ja trotzdem dahinter. Ne? Vom Horrorfaktor ist mal abzusehen, ist es nicht wirklich. War teilweise, wenn ich da Gameplay gesehen habe, dachte ich so, naja, vielleicht könnte das in Richtung alte Survival-Horror-Spiele gehen. Tut's aber nicht, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Sondern dass halt wirklich eher so das Erkunden und das Nachforschen im Vordergrund steht und das andere eher so ein bisschen, naja, ist halt da, aber ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn du es verkackst. Ne? Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Mal gucken, was für einen schönen Preis wir kriegen gleich und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.
game? Come on. Yes, take that, Peter. Oh, I heard a sound behind the arcade. Damn, you always know how to surprise me. Nothing.